Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Ihr habt vermutlich dieses Video gefunden, weil euer Geschirrspüler von Bosch, Siemens, Neff oder Constructa den Fehler E19 anzeigt. Für den Fehler E19 gibt es leider mehrere Möglichkeiten. In diesem Video möchte ich die einzelnen Möglichkeiten der Reihenfolge oder der Häufigkeit, in der sie vorkommen, abarbeiten. Am meisten ist bei diesem Fehler das Ablaufventil für den Wärmetauscher betroffen. Das ist dieses kleine Ventil hier unten. Um das zu erreichen, öffnet ihr euer Gerät, habt hier vorne zwei Schrauben. Diese beiden Schrauben entfernt ihr und danach kann man die Seitenwand zur Seite wegklappen. Bei manchen Geräten ist auch keine Seitenwand, dann ist nur eine kleine Kunststoffverblendung hier unten. Dann habt ihr aber relativ häufig das Problem, dass diese komplette Wassertasche noch gefüllt ist und wenn ihr jetzt einfach dieses Ventil herausschrauben würdet, würde euch das ganze Wasser in die Wohnung laufen. Da behelfe ich mir meistens mit einer aufgeschnittenen Kunststoffflasche. Die kann man unter dieses Ventil drunter halten und dann das Ventil Stück für Stück langsam rausnehmen und das Wasser hier rüber ablassen. In diesem Fall seht ihr, ein wenig Wasser ist hier auch noch drin. Um dann dieses Ventil zu tauschen, müsst ihr einfach nur das Ventil rechts herum rausdrehen. Das wird hier nach rechts gedreht. Und dann kann man, wie gesagt, diese Kunststoffflasche hier drunter halten, das Ventil etwas nach außen ziehen. Etwas Wasser läuft dann auch noch in das Gerät ab. Und das restliche Wasser lasst ihr einfach in diese Kunststoffflasche hineinlaufen. Und danach könnt ihr dieses Ventil entfernen. Habt ihr dieses Ventil entfernt, zieht ihr noch letzten Endes diesen Stecker ab und dann könnt ihr euch zum einen dieses Ventil genau anschauen und könnt hier an diesen beiden Kontakten den Widerstandswert mit einem Multimeter durchprüfen. Wenn diese Ventile defekt sind, könnt ihr hier keinen Widerstand mehr messen. Manchmal ist auch schon dieses komplette Ventil verschmort. Wenn das komplette Ventil schon verschmort ist, ist es leider ein Zeichen, dass es von der Elektronik ständig angesteuert wird. Da kommen wir schon zum zweiten Punkt. In diesem Fall nützt es euch nicht viel, nur dieses Ventil zu tauschen, weil auch das neue Ventil nach relativ kurzer Zeit wieder kaputt geht, da es ständig von der Elektronik angesteuert wird. In diesem Fall hilft es leider nur, die Elektronik und dieses Ventil zu tauschen. Als nächste mögliche Ursache für den Fehler E19 kommt noch die Zugabevorrichtung in der Tür in Frage. Auch hier sollte man in jedem Fall nachschauen und dieses Ventil ebenfalls mit dem Multimeter überprüfen. Um diese Zugabevorrichtung zu erreichen, öffnet ihr zuerst eure Geschirrspülertür, entfernt dann umliegend alle Schrauben. Bei Geräten, wo ihr eine Bedienfront habt, die ihr von vorne seht, könnt ihr euch die Schrauben hier oben um die Bedienfront sparen. Dann genügt es einfach, diese Türblende zu entfernen. Ich habe hier ein voll integriertes Gerät, deswegen musste ich alle Schrauben entfernen. Habt ihr alle Schrauben entfernt, schließt ihr die Tür und könnt dann eure Blende nach vorn abnehmen, könnt die vorsichtig nach unten stellen, entfernt dann auch noch die innenliegenden Kabel, dass euch die nicht aus dem Stecker herausreißen. Wenn ihr das entfernt habt, seht ihr hier schon die Zugabevorrichtung und hier befindet sich dieses Ventil. Wie gesagt, das solltet ihr dann auch mit einem Multimeter überprüfen. Das geht zwar relativ selten kaputt, aber wenn ihr hier keine Widerstandswerte messen könnt, dann ist dieses Ventil defekt und ihr solltet es austauschen. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Dankeschön.